Ja, heute machen wir den großen Provider-Check. Deutsche Glasfaser gegen 1&1 Glasfaser. Ich habe den Wechsel gewagt, aber Achtung, von Plug and Play mit DHCP geht es rüber zu PPoE mit VLAN-Tagging. Was das alles für eure Hardware bedeutet, warum mein IPv6-Only-Setup plötzlich nicht mehr funktionierte und wie mein neues WireGuard-Konzept aussieht, das zeige ich euch Schritt für Schritt. Wenn ihr wissen möchtet, was euch bei einem solchen Umstieg alles erwarten kann, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben. Ja, hallo, ich bin Thorsten von Haus & Technik. Willkommen zurück zum Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, warum habe ich zu 1&1 Glasfaser gewechselt? Also um eins vorwegzunehmen, ich war nicht unzufrieden mit meinem bisherigen Anbieter Deutsche Glasfaser. Ja, es gab sicherlich einige Nachteile bei dem Deutsche Glasfaseranschluss, aber da kommen wir später nochmal zu. Also der Hauptgrund war am Ende des Tages, oder der Hauptgrund für meinen Wechsel war am Ende des Tages, dass bei 1&1 das bessere Gesamtpaket inklusive Mobilfunk zu haben war. Das gab es bei Deutsche Glasfaser halt eben einfach nicht. Ja, bevor wir aber jetzt in die Details einsteigen, sehen wir uns eigentlich vielleicht erstmal kurz auf einem Bildchen an, worüber wir denn hier eigentlich reden. Also fangen wir mit der grundlegenden FTTH-Topologie, also dem Fiber to the Home, einfach mal an. Also wir sehen, ne, also vom Provider geht's also los. Ne? Ich komme also mit dem optischen Signal in den Übergabepunkt am Haus. Ne? Also hier kommt entsprechend die Glasfaserleitung von draußen in das Haus hinein. Das ist der Hausübergabepunkt. Danach haben wir weiterhin, also auch ein optisches Signal in den ONT, in ONT so genannt, ne, also Optical Network Termination. Das ist quasi das Glasfasermodem. Hier wird das optische Signal in ein elektrisches Signal umgewandelt und das habe ich damals von Deutsche Glasfaser so als Konfiguration schon gestellt bekommen. Ja, vom ONT aus geht's dann über ein normales LAN-Kabel direkt in den Router oder beziehungsweise in das Gateway. In meinem Fall ist das also ein UniFi Cloud Gateway Ultra, aber der Typ macht ja eigentlich überhaupt gar keinen relevanten Unterschied. Es könnte sich genauso gut um eine Fritzbox handeln. War es bei mir übrigens auch vor einiger Zeit. Dazu gibt's auch ein Video, verlinke ich euch gerne, wie ich den Umstieg damals von meiner Fritzbox auf UniFi gemacht habe, aber auch da war schon der Glasfaseranschluss vorhanden. Ja, soweit so gut, aber was bedeutet dieser Umstieg denn jetzt nun eigentlich? Und da vielleicht zuerst eine positive Nachricht: An der Hardware an sich, also Hausanschlusspunkt oder beziehungsweise auch am ONT, muss nichts verändert werden. Zumindest bei mir nicht. Mag woanders anders sein, aber bei mir musste nichts verändert werden. Das heißt, der ganze Umstieg kommt ohne Vor-Ort-Techniker und großartigen Umbau aus. Ja, kommen wir nun aber zu den grundlegenden Unterschieden zwischen den beiden Providern. Und da wird es natürlich etwas spannender. Grundsätzlich muss man sagen, die Einwahltechnik seitens 1&1, die via PPoE, also Point-to-Point Protocol over Ethernet, diese unterscheidet sich natürlich grundlegend von der Einwahltechnik bei Deutsche Glasfaser, die mit IPoE, also oder beziehungsweise DHCP-Protokoll, heißt also IP over Ethernet, entsprechend daherkommt. Hinzu kommt, dass 1&1 mir einen echten Dual-Stack-Anschluss liefert, während Deutsche Glasfaser mir bislang also einen DS-Lite-Anschluss bereitgestellt hat. Ja, was das im Detail bedeutet, das schauen wir uns jetzt vielleicht einfach mal in der Tabelle an. Da sieht man also, ne, also die Einwahl unterscheidet sich bislang bei Deutsche Glasfaser war das Plug and Play. Ne? Das heißt also Stecker rein, Gateway bezieht IP-Adresse, fertig. Habe ich jetzt entsprechend Einwahldaten, die ich eingeben muss. Ne? Und hinzu kommt halt eben, dass der Anschluss bei 1&1 nur mit VLAN-Tagging funktioniert. Das ist wichtig. Ohne die entsprechende VLAN-ID, üblicherweise ist das die 7, funktioniert keine Einwahl. Ja, kommen wir nun zu den maßgeblichen Unterschieden von DS-Lite bei Deutsche Glasfaser und einem echten Dual-Stack-Anschluss, wie ich ihn jetzt bei 1&1 habe. Und da muss man ganz eindeutig sagen, also das DS-Lite bietet üblicherweise keine öffentliche IPv4-Adresse, ne, und somit auch keine IPv4-Erreichbarkeit von eigenen Diensten oder Servern über das Internet. Der echte Dual-Stack-Anschluss, wie ich ihn jetzt von 1&1 entsprechend habe, der ist zwar dynamisch,
Und wie ich das Thema der Dynamik der IP-Adresse löse, da komme ich später nochmal zu. Aber zumindest habe ich jetzt schon mal eine eigene öffentliche IPv4-Adresse. Ja, bei der IPv6-Erreichbarkeit, da hatte ich ja bislang einen relativ stabilen IPv6-Präfix von Deutsche Glasfaser, mit dem ich meine Dienste und Server entsprechend auch von außen erreichen konnte. Bei 1&1 ist jetzt der IPv6-Präfix genauso dynamisch wie der wie die IPv4-Adresse, Entschuldigung. Und die Probleme, die mir dieser Sachverhalt entsprechend nach der Umstellung beschert hat, dazu kommen wir jetzt. Ja, wie gesagt, ich hatte ja bisher ein IPv6-Only-Setup für meine Server und auch meine Dienste. Das heißt also, meine Server oder Dienste waren über eine eigene Domain aus dem Internet erreichbar. So, jetzt durch die öffentliche IPv4 bei 1&1 wird das zwar alles etwas einfacher, aber ich musste auch alles umbauen. Ja, und da mir 1&1, wie schon gesagt, eine dynamische IPv4 gibt, die ändert sich alle 24 Stunden oder aber wenn das Gateway zum Beispiel entsprechend vom Netz getrennt wird, da brauche ich natürlich jetzt ein DDNS, ne? Das heißt also Dynamic DNS. So, und da bietet mir natürlich jetzt das Unified Cloud Gateway Ultra ein Vorteil in Anführungszeichen. Die haben nämlich, oder Unify hat hier eine native Cloudflare-Integration. Ne, die unterstützt auch andere DDNS-Anbieter, aber Cloudflare kommt mir jetzt gerade gut zu Pass, weil ich dort auch schon meine Domain vorliegen habe. Das heißt also, ich muss jetzt hier nicht noch einen anderen DDNS-Anbieter mit integrieren. So, und der Vorteil, den ich da jetzt wirklich habe, ist, dass das Gateway die neue IP-Adresse direkt an Cloudflare entsprechend meldet. Das kann man über den Zugang machen. Da braucht man ein API-Token, der dann entsprechend da eingegeben wird. Und damit ist das auch mit der Verschlüsselung entsprechend gepackt. Und dann ist das auch unproblematisch. Und diese neue IP, die dann an Cloudflare entsprechend gemeldet wird, die wird dann dort direkt mit einem A-Record für meine Domain verknüpft und somit kann ich das weiter nutzen. Ja, das heißt aber auch, anstatt der bisherigen Firewall-Regeln, die ich alle definiert habe für meine IPv6-Dienste, die ich im Netz zur Verfügung habe, musste ich nun natürlich das ganze Port-Forwarding entsprechend umstellen, also für die IPv4 und damit das auch alles wieder von außen erreichbar ist. Ja, dann kam natürlich auch noch der WireGuard-Umzug. Ne? Also zuvor lief bei mir das WireGuard und das WireGuard-Dashboard in meiner Proxmox-Umgebung mit IPv6. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch gerne hier im Video selber oder auch ansonsten unten in der Videobeschreibung, wen das interessiert, wie ich das damals gelöst habe. Im neuen IPv4-Setup habe ich jetzt natürlich den WireGuard-Server direkt in das Unify Gateway verlagert, weil Unify mir hier eine integrale Lösung entsprechend anbietet. Eine Fritzbox hat das, glaube ich, auch, so viel ich weiß. Da gibt es auch eine native Möglichkeit, einen entsprechenden VPN-Tunnel oder einen WireGuard-Tunnel aufzubauen. Ja, der Vorteil bei Unify ist jetzt hier zum Beispiel, dass das Routing und die Firewall-Regeln direkt von Unify erstellt werden und das ist alles intern dann geregelt und da brauche ich mich nicht großartig drum kümmern. Ne? So, und jetzt mit der öffentlichen IPv4 sollte der VPN-Tunnel nun auch überall dort funktionieren, wo es noch keine IPv6-Unterstützung entsprechend gibt. Das gilt natürlich auch für alle die Dienste, die ich im Zweifelsfall mit mangelnder IPv6-Unterstützung, zum Beispiel in irgendwelchen Hotel-WLANs oder ähnliches, dann auch nicht erreichen konnte, ne? Weil dort nur IPv4-Netz war und dann geht's halt nicht, komme ich auf meine IPv6-Server nicht drauf. Ja, das Fazit. Also unterm Strich ist der Wechsel für mich ein riesiger Gewinn. Also ich habe jetzt endlich Dual Stack, nicht mehr DS Lite. Ich habe eine öffentliche IPv4-Adresse. Ich habe WireGuard jetzt sauber integriert. Ich habe ein besseres Gesamtpaket inklusive Mobilfunk und ja, man darf natürlich nicht ausschließen oder beziehungsweise man darf nicht vergessen, der Umbau war mit einigem Aufwand verbunden. Auch wenn der reine Umstellprozess erstmal unproblematisch war, ist, wie gesagt, der Umbau, den ich gerade aufgezählt habe, mit alledem, ist das natürlich schon gewisser Aufwand, aber definitiv lohnenswert. Ne? Also meine Serverdienste sind alle wieder voll erreichbar. Ich habe mein VPN wieder, mein dynamisches IP-Problem ist mit Cloudflare sauber und integriert gelöst. Was will ich eigentlich mehr? Ne?
Ja, und das war auch schon mein Erfahrungsbericht zur Glasfaserumstellung von Deutsche Glasfaser zu 1&1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen oder euch auch die Vorbehalte oder die Angst nehmen vor einem solchen Anbieterwechsel. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir den Daumen rauf da. Das hilft mir, das hilft dem Kanal. Abonnieren dürft ihr den Kanal natürlich. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann bekommt ihr auch immer wieder einen Hinweis, wenn ich hier auf diesem Kanal etwas Neues mache. Ansonsten bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren, bitte nutzt unten die Kommentarfunktion. Ich lese alles, ich versuche alles zeitnah zu beantworten. Und ja, damit bleibt mir eigentlich nur noch ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne wieder hier bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön, bleibt gesund und tschüss.